Servus und Hallo, ein neues Pomade-Review steht an und ihr wollt wissen, wie ihr so einen hammermäßigen Glanz hinkriegt, dann bleibt dran. Bis gleich! So, hallo, willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo, wie immer aus unserem Ottobrunner Showroom vom Pomadeshop. Und wie versprochen, mache ich heute ein Review über die Murray's Hair Glow. Und hier haben wir mal wieder so einen richtig krassen Klassiker. Ich erzähle gleich warum. Zuallererst, wenn ihr neu bei uns seid und unsere nächsten Videos nicht verpassen wollt, unsere kommenden Reviews und andere Späße, die wir noch so vorhaben, drückt mal da unten auf den Abo-Knopf, dann ist das eine feine Sache und wir freuen uns. Murray's Hair Glow, ein echter Klassiker, wie gesagt. Und zwar, wenn ich die jetzt reviewed habe, dann habe ich zusammen mit der Superlight und der Excellento, die ich schon reviewed habe, eins davon verlinke ich euch jetzt auch gleich hier oben, die heilige Dreifaltigkeit der weichen Pomaden von Murray's quasi abgeschlossen. Echter Klassiker, warum genau? Die gibt es seit 1928 schon. Also die hat letztes Jahr ihr 90-jähriges Jubiläum, wenn ich richtig rechne, gefeiert. Und gibt es seitdem nach wie vor mit, ich glaube, exakt der identischen Rezeptur wie damals und ist altbewährtes Produkt und ich finde es auch sehr geil. Noch ganz kurz zur Info. Natürlich darf sie auch nicht in unserem schönen Pomadebuch fehlen. Die sah ganz am Anfang tatsächlich so aus. Auch schon relativ feminin, natürlich mit der Dame drauf. Und in den 50er Jahren hat sie dann das Design bekommen. Hier ist sogar noch eine Originalanzeige aus den 50er Jahren, auch schon mit dem Design. So habe ich sie auch jetzt hier in den Händen. Also man sieht hier ein schönes feminines Design eher mit rosa und so einem lila-blau. Und innen drin sind wir dann da. Eine schöne weiße Pomade, die schon extrem viel Glanz vermuten lässt. Von Inhaltsstoffen hier haben wir klassische Vaseline, Lanolin, Kokosöl, Aloe Vera Extrakt, was extrem gut für die Haare ist und dann noch Parfum. Und wenn ich jetzt von Parfum rede, dann mache ich gleich mal weiter mit dem Duft. Wenn ihr die Excellento von Murray's vielleicht kennt, dann seid ihr hier ganz ähnlich. Das ist nämlich so ein ganz schwerer, schon etwas nostalgischer Duft, so nach Petroleum, also die Erdölnote kommt schon sehr durch. Vielleicht hinten raus eine leichte Süße noch zu merken, aber es ist schon wirklich ein sehr nostalgischer, klassischer Duft. Jetzt schauen wir mal. Hair Glow lässt ja schon vermuten, dass die nicht nur glänzt, sondern meine Haare zum Glühen bringt. Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt schon so leicht feuchte Haare, habe mir gerade schon Hair Tonic reingemacht, habe einen ganz leichten Build-up von einer anderen Pomade, nämlich inspiriert von Alex' letzten Review von der Monster Hold. Da werde ich jetzt mit der Hair Glow schön nachlegen und meine Frisur wieder fix schön machen. Wie wir es von weichen Pomaden kennen, ist das hier eine extrem schlonzige, weiche Masse, die Fäden zieht, aber butterweich aus der Dose geht und genauso weich lässt sie sich auch zwischen den Händen verreiben und dann auch genauso leicht in die Haare einarbeiten. Also da zieht nichts, man rutscht super durch die Haare durch. Und ich kann jetzt schon sehen, dass das eine ordentlich glänzende Sache wird. Für wen ist so eine Hair Glow etwas? Einmal so für die Leute, die es so machen wie ich, die einfach extrem Glanz haben wollen, die so eine weiche Pomade auch als Standalone-Pomade benutzen können, weil ihre Haare nicht allzu störrisch sind. Die können es halt genauso machen wie ich, dass sie sich einfach eine ordentliche Ladung reinklatschen und dann damit ihre Frisur formen. Man kann allerdings einfach auch nur eine Fingerspitze vollnehmen und nur so ein bisschen in die Haare machen, dass sie nur einen ganz leichten Glanz bekommen, einfach nur so für die Pflege und fürs geschmeidige Legen. Oder halt als Glanztopper über eine feste Pomade, zum Beispiel dann passend dazu die Mary Superior oder so, einfach eine Fingerspitze nehmen und drüber ziehen, um einfach der Frisur noch ein bisschen Glanz zu verleihen. Aber ich bin da immer etwas rabiat und sage, nee, ich kann auch die Weichen pur benutzen und will, dass es extrem glänzt. So, dann mache ich mir mal die Hände sauber. Ich habe jetzt 2 kräftige Finger voll reingemacht. Jetzt ist mir gleich mal der Kamm hier runtergefallen. So, durchkämmen. Ganz easy. Die Haare kann man richtig schön nach hinten slicken. Also man kann eine schöne klassische 30er-Jahre-Frisur einfach auch machen. Das heißt Slickback oder einen streng gekämmten Scheitel, der schön nach hinten eng anliegt. Also im Grunde schon mal so gar kein Problem. Aber ich mache mir dann doch wenigstens ein bisschen Volumen vorne rein.
Also wie gesagt, wenn ihr jetzt eher wellige oder lockige Haare habt, die gerne mal irgendwie ausbrechen, nur die Pomade zu verwenden wird euch da wahrscheinlich nicht ausreichen. Das ist wirklich was, wenn ihr sie so nennt wie ich, pur eher für einfach zu frisierende Haare. So, das geht eigentlich ratzfatz und sieht eigentlich auch soweit schon relativ gut aus. Jetzt mal hinten noch ein bisschen aufräumen. Wet Look Effekt, absolut, bekommt ihr hier sehr, sehr deutlich hin. Das ist ein hammermäßiger Glanz, den ihr hier mitbekommt. Richtig, richtig fein. So mache ich das. So. Und jetzt schaut euch das mal an. Ein Glanz vom Feinsten. Also wer das mag, mit der Mary's Hair Glow bekommt ihr das. Richtig, richtig geil. Ich finde es super. Steht der Excellento und der Superlight in nichts nach, was das angeht. Ein echtes klassisches Produkt. Richtig, richtig fein. Funktioniert, für mich jedenfalls, assrein. Benutze ich selber auch privat sehr gerne, wenn es mal wieder schön glänzen soll. Was auch geil ist, die kosten nur 6 Euro. Und ihr kriegt für 6 Euro so einen ganzen Topf. Und wenn ihr davon nur eine Fingerspitze jeden Tag verwendet oder nur als Glanztopper das hernehmt, hält euch so ein Topf wirklich ewig. Dann bekommt ihr natürlich bei uns beim Pomadeshop, aber auch vielleicht bei eurem Barbershop oder Friseur, wenn ihr einfach mal nachfragt. Mary's ist ja so eine der absoluten klassischsten Marken, die ist weit vertreten in Barbershops. Das wäre es, glaube ich, so im Großen und Ganzen zur Hair Glow gewesen. Meine Haare glühen jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ein Abo da lassen wäre super. Kommentiert, wenn ihr Fragen habt, auch allgemeine Fragen zur Pomade. Wenn es euch gefallen hat, noch einen Daumen hoch. Freuen wir uns sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Review wieder. Dann wünsche ich euch bis dahin noch eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Flo.